So, hallo. Mal gucken, ob hier alles funktioniert. Aber es sieht ganz gut aus. Ist schon jemand hier und guckt mir zu? Hallo Jessie. Ich bin ein bisschen nervös. Ich bin leise. Oh, ich bin leise. Moment, ich mach's mal ein bisschen lauter. Ist das besser? Ich kann auch das Spiel noch leiser machen, wenn es zu laut ist. Das Spiel ist lauter. Dann mache ich noch mal ein bisschen leiser. Ich hatte es schon mal leiser gemacht. So besser oder noch ein bisschen? Ich rede mal weiter, damit man es hört, ob ich zu leise bin oder... Ja, ich weiß nicht mehr, wer Ingeborg ist. Mal gucken. So? Ist es jetzt gut von der Lautstärke her? Ich bin ein klein bisschen nervös, weil ich noch nie alleine gestreamt habe, habe ich eben festgestellt. Aber ihr werdet euch schon mit mir unterhalten, hoffe ich. Ja, ich musste tatsächlich direkt in die Optionen von dem Spiel gehen, weil das Spiel einfach angefangen hat, als ich es aufgemacht habe. Und ich dachte so, nein, du kannst doch jetzt nicht anfangen. Also bin ich in die Optionen gegangen und da kommt direkt dieser lustige Stammbaum. Und ich muss dazu sagen, ich kenne das Spiel theoretisch. Also, das ist von 2017, glaube ich. Damals habe ich einen Let's Player zugeguckt, wie er das gespielt hat und fand es sehr cool, weil es eine echt komische, aber coole Story erzählt. Aber ich bin, wie soll ich sagen, mein Gehirn ist nicht mehr das, was es mal war. Ich bin sehr gut darin zu vergessen. Und ich habe im Prinzip die ganze Story auch schon wieder vergessen. Ich weiß noch, dass es ungefähr darum geht, also es geht um Edith. Das ist der Charakter, den ich spiele. Die ist am Stammbaum ganz oben, ne? Die ist auch die einzige, die hier noch nicht tot ist. Ja, ich habe schon mal angefangen, damit der Bot ein bisschen Vorlauf hat, Ines. Jedenfalls, Edith ist übrig und ja, die ist im Prinzip ihrer Vergangenheit bzw. ihrer Familie auf der Spur, weil da offensichtlich irgendwas ein bisschen sass ist. Die sind ja alle nicht besonders alt geworden, wie man sieht, ne? Und ja, das ist so das, was ich euch dazu sagen kann. Ich warte aber trotzdem noch mal 2 Minuten, falls noch jemand mitzugucken möchte. Aber der Bot hat es schon mal geschafft, mich anzukündigen. Da bin ich ein bisschen stolz. Kennt ihr das Spiel? Nee, gar nicht, ne? Stimmt, Edie ist scheiß alt geworden, ja. Das ist, das ist richtig. Aber alle anderen hier nur so nicht mal 20, ne? Dawn ist auch relativ alt geworden. Ich glaube, das ist... Na, ich sag nichts. Ich habe eine Ahnung, wer das ist. Ich sage aber nichts dazu. Ja. Ja, ein paar sind nicht ganz so jung, aber die meisten sind nicht so alt geworden, finde ich. Oder vielleicht kommt es mir auch so vor. Du kennst das Spiel? Das ist cool. Ich kann mich, wie gesagt, an nichts mehr erinnern. Ich garantiere auch nicht dafür, dass ich es gut spiele, aber ich glaube, man kann nicht so viel falsch machen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Vielleicht wird es mich ein paar Versuche kosten, wenn ich was nicht hinkriege, aber das macht ja nichts. Ich habe Zeit. Ja. Ja, eben. Wie gesagt, ich habe mal ein Let's Play dazu gesehen und fand das Spiel sehr cool, weil ich die Art vom Storytelling sehr, sehr, sehr toll fand. Und auch, es ist eine sehr kreative Story. Aber ich habe, wie gesagt, den Großteil einfach vergessen. Es ist weg. Ja. Ich denke, ich fange jetzt mal an. Ich habe auch noch nicht so die Ahnung, wie die Steuerung funktioniert. Also, hier sieht man, ich sitze auf einem Boot, würde ich sagen. Kann hier auch noch nicht so viel machen, außer rumgucken, ne? Nicht so die hübsche Gegend. Auf jeden Fall. Asia-Food. Ja. Oh! Ah! Oh. Moment. Ich wollte es aufmachen, aber ich versuche noch rauszukriegen, wie es geht. Ah, so.
Ja, da ist ein Haus, ne? Und jetzt kann ich steuern, wie es aussieht. Da ist ein Zaun. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. My Hier brother ist... Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Ich glaube, wenn ich an den Stammbaum denke, Milton war ihr Bruder, wenn ich mich nicht irre. Oh Gott, laufe ich so langsam? Ja, ist das eine Sache? Cool. Stimmen müssen lauter. Moment, mach mal. Dann mache ich mal generell lauter und die Soundeffekte. Ja, Soundeffekte ein bisschen. So, nicht, dass wir uns erschrecken. Ich probiere es mal so. Wir werden merken, wenn sie uns anschreit. Until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Urgent. Ja, gut. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Ups. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Ist das der Weg? Das sieht nicht aus wie der Weg. Ich nehme mal keinen komischen Weg. Ich gehe davon ab. Ja, ich renne ganz schön, ich weiß. Falls es so ein bisschen awkward ist, wie ich Sachen auf und zu mache, ich muss mit der Maussteuerung noch klarkommen. Oh, ich muss den komischen Weg nehmen, oder? But I saw a few hoof prints. Oder? Komm ich hier durch? Ja, ich komme da durch. Oh, hi. Tschüss. Das ist mein Haus. Da stand no trespassing. Du hast hier nicht zu sein. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Oh, das Haus gehört mir. About my family that only the house knew the answers Upsala, to. Entschuldigung. Es hat ein bisschen was von dem Anfang von einem Horror-Game, ne? The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Schon das fand ich damals sehr eindrucksvoll. Dieses Haus sieht so schräg aus, aber ich finde es irgendwie geil. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Nachvollziehbar, dieses Haus ist fucking gruselig. Ziemlich viele vermissten Poster von ihrem Bruder. Now, as a 17-year-old, Free real estate, exactly yes. those words were. I was afraid of the house. Ich kann absolut nachvollziehen, dass sie Angst vor diesem Haus hatte. Ohne Scheiß. Das ist ein bisschen suspekt. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Oh, okay. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Jetzt kriege ich hier Pacify-Flashbacks. Ich nehme nicht die Eingangstür habe. Laufen wir mal eine Runde ums Haus. Hier kommt zumindest kein kleines, gruseliges Mädchen, hoffe ich. Was ist diese Tür? Oh, okay. So kommen wir auch ins Haus, schätze ich. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Ja, ich glaube, sie ist ein bisschen gewachsen seitdem. Hm? Ja, normale Garage, würde ich sagen, ne? The power had been turned off the night we left. Ergibt Sinn. Ich hätte auch den Strom nicht angelassen, wenn ich gehe. For the first time in years. 2010. Also 7 Jahre, ja. Hm? I felt like I was home. Das sieht... Ich bin ja sehr ordnungsfanatisch. But instead of a family, there were just memories of one. Oh, Bilder. Da bin ich. Und Dawn ist offensichtlich, ist jetzt meine Vermutung, meine Mutter.
Und Edie ist die alte Frau, die uralt geworden ist. Und wer Louis ist, weiß ich noch nicht. Oh, Louis ist auch tot. Okay, cool, cool, cool. Son of Dawn. Okay, das ist mein Bruder. Und Dawn ist meine Mutter. Das ist meine Mama. Hallo Mama. Aber ernsthaft, die Küche sieht aus. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Jessie kann relaten. Nur, dass es nur Pizza gibt. Oh, was haben wir hier Schönes? Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Wie alt ist Louis geworden? Moment, ich muss mal gucken. 1988 bis 2010. Oh, Louis war gar nicht mehr so jung. Okay, okay, okay. Ich schätze, Louis hat eine Menge Essen von der Arbeit mitgebracht. Die haben also Fisch in hohen Mengen. The table was still a wreck from the night we left. Mm. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Das ist schon ein bisschen creepy ist das Haus schon, ne? Selbst für mich so. Ich weiß, dass mir jetzt nichts passiert hier, aber ein bisschen creepy ist es. Jetzt ist das bestimmt Edie. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Great-Grandma ist Urgroßmutter, ja? Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Hm. Es ist sehr, ja, ich würde es Messy House nennen, nicht ein Lächeln mit Even zu the viel Zähnen. fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Okay, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass das Haus versunken war. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Barbara. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Ich finde Spieluhren generell sehr gruselig. Was ist das für eine Tür? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Okay. Interessant. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Oh. Habe ich einen auffällig dicken Bauch? Kann das mal sein? A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Ich schätze, wir müssen nach oben. Der Strom funktioniert nicht mehr, also kann ich leider auch nicht den Treppenlift nehmen. Wie ärgerlich. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Deswegen sind überall so Gucklöcher an den Türen, ne? Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Ich hoffe, in dem Käfig da wohnt kein Tier mehr. Also vermutlich nicht mehr. Ihr wisst schon, wie ich es meine. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Oh, das ist ein I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Das ist ein ziemlich Louis told me cooles there Zimmer. were secret passages, but I never believed him. Da passt der Schlüssel. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Oh. Not
was time to find out what my mom had been afraid of. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Milton. Milton konnte gar nicht schlecht malen. Das ist recht niedlich. But I had no idea what was behind that door. Oh, das ist Mollys Zimmer, oder? Da haben wir eben reingeguckt, glaube ich. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Wo ist der Tierkäfig? Ja, das ist Mollys Zimmer. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, die Klopapierrolle ist ein Vieh. Ich hatte ein bisschen Angst. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Ich wollte doch da reingucken. Na toll. Ich war zu schnell. Muss mal mit meiner Maus klarkommen hier. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn du dein Leben lang nur da durch so ein Loch guckst oder bist du in so einem Zimmer, ist schon krass. Oh. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Armes Kind. Frag mich, warum die Mama sie ohne Essen ins Bett geschickt hat. Überhaupt nicht gruselig. I kept eating and eating. Doch nicht Zahnpasta. Ew. I ate a lot of things that night. Oh, die sollte man nicht essen, oder? Die sehen ein bisschen giftig aus. Was hat sie noch gegessen? Was finde ich noch, was essbar aussieht? Then I heard chirping outside my window. Oh, ein Pub. Hallo Pub. What you doing? It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Molly, das ist keine gute Idee. And suddenly, I was a cat. Okay, things that did not actually happen. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Ah, okay, so springe ich. Versuche gerade rauszufinden, wo ich hin muss. Ah, da. Okay. Wer kennt es nicht? Manchmal hat man so Hunger, dass man eine Katze wird. Lou ist erstmal schockt, ja. Fisch ist für die Katze, Molly? Das stimmt, du hast recht. Das ist mir nicht aufgefallen. Oh, hier muss ich lang. Okay, okay. Mom and Dad didn't even look at me. Und Mom und Dad sind nicht mehr die Jüngsten, wie es aussieht. Hier ist auch noch nicht so viel Haus an dem Haus dran wie zu Ediths Zeiten. Ah. Catch you. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Der Vogel? Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore.
All I cared about was eating that mama bird. Das ist nicht so nett von dir. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Hätte dir mal einen Snickers gegeben, ey, der arme Vogel. Okay, wo geht's jetzt hin? Weiter, gut. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Okay. Kitty Owl, I guess. Oh, ich steuere die Eule. Okay. Rabbits. Wo sind sie denn? Rabbit? Ah! Ja! I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I Okay. swallowed him up, Ein and I netter didn't Snack, chew würde ich one sagen. bit. Then I flew off to find something bigger. Ich glaube, Molly hat eine sehr interessante Fantasie. Was Größeres als ein Hasen. A mama rabbit. Mama Rabbit, komm her. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Aber so ein Hai im Wald funktioniert, glaube ich, nicht so gut, oder? Ach wie. Oh, ich muss rumwobbeln. Okay, okay. I Molly walked hat alle the cliff gegessen. and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Oh, aha! Guck mal, ich ein Boss Shark. I wanted fat, juicy seals. Dazu? Oh nein! I tore off her flipper, and it tasted really good. Ein bisschen sad. Und jetzt? Ah, da oben. Ich möchte jetzt gerne wieder Katze sein, bitte. I grabbed on tight, but I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Hier, was bin ich denn jetzt ekliges? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Wenn ich sehen könnte, wäre es besser. Hm. Dann komme ich nicht weiter, oder? Ah, okay. Da ist doch jemand. Hallo, 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 guten I Tag. was big, but I moved real quiet. Hallo. Einer reicht wohl nicht, ja? Ich bin ein offensichtlich sehr hungriges Monster. Es ist nicht Snake, es ist halt etwas von Cthulhu, glaube ich, gerade. I wanted to stop, but also I didn't. Molly, du machst mir ein bisschen Sorgen. Upsala.
Ich kann ja sagen, was wir mit dem Drunken Sailor machen. Ich glaube, wir werden ihn gleich essen. After the last passage, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Oh, ich bin immer noch I das Monster. slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Gotta go fast. Oh. Bin ich wieder in meinem Zimmer? I got closer and closer. Ja, mein Zimmer. Hi. Esse ich jetzt die Ratte? Bestimmt esse ich die Ratte, oder? Oder ruhig. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Okay. Ich schätze, sie war lecker. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Denken wir mal nicht weiter drüber nach. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Ich meine, Molly scheint auch ganz niedlich gewesen zu sein. Oh. Daddy war der Fischer? War Daddy der Typ, den ich gegessen habe? Ich denke nicht weiter darüber nach. Da bin ich reingekommen, ne? I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Vielleicht Katzenhaare? Oh, Fenster auf. Bist du dir sicher, dass du das möchtest? Offensichtlich. Warum frage ich eigentlich? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Also hat ihre Mutter das auch gelesen. Aber das ist der Raum von der Oma, die offensichtlich Vögel mochte. Mole Man beneath the Finch House. Okay. Sven Finch. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Was zur Hölle ist ein Mole Man? Maulwurfmann. Okay. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Okay, das ist ziemlich cool. Der hat eine Rutsche gebaut, ja, wie ein Drache und ist dabei gestorben. Ich meine, man kann uncoolere Tode haben, schätze ich. Moment, war Sven ihr Mann? Ich schätze das, oder? Könnte sein. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Stimmt, die sieht ziemlich fit noch aus mit 90.
Oh, das ist für ihren Bruder Louis bestimmt. died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Also hat sie das alles gemacht wahrscheinlich. Oh, Molly. Barbara, Karen, Sam, Walter, Dawn. Oh, da war ihre Mutter noch ein Kind, 1970. Gas. Das ist meine Hand. Museum. Wer ist Odin? For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. So. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. Wer ist Ingeborg? On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Da ist das Haus bestimmt abgesoffen. Ups. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Ah, das ist... habe ich recht gehabt. Sven war ihr Mann. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Und Sven hat's gebaut. Ah, okay. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Oh, er hat ein Buch geschrieben. Scheinbar mochten die beiden Vögel. Oder nur sie. Einer von beiden, eventuell. Möglich. Aber Molly war ihr Kind. Ach du Scheiße. Oh, das ist kriminell. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Die It war was a pretty geschmacklos. big trace. Ja, sehr markant. Stimme zu. Da ist Teppich drin. Wer macht sowas? Geht's hier weiter? Nee, geht's nicht weiter. Ah, da ist noch was. Oh, da ist eine Klappe. The secret of this bathroom. Mal gucken, was das Geheimnis ist. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Ha, das ist süß. Das finde ich gut. Der Gartenstühle war aber gut, ja. Ja, ich weiß auch nicht, was in diesem Bad für eine Party abging, aber die war gut, würde ich sagen. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Wie cool. Oh, mitten war auch hier, hä? Milton, der Rumtreiber. Okay, ein Teil von dem Zimmer ist abgesperrt. Warum? Sam und Kevin. I knew Grandpa Sam had a twin, Oh, okay, das sind Zwillinge. and that he never talked about him. Sehr unterschiedliche Geschmäcker auf jeden Fall. Er steht auf Raumschiffe und er mehr so auf... Ich würde sagen Jäger? Er könnte ein Jäger geworden sein. To Command Center. Los geht's. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Wie passt ihr da durch? How?
How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Oh, daran kann ich mich erinnern. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Okay, das hatte meine Schwester At gefühlt, die Barbara's hasst Pizza funeral, auch. we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. Mit einem I gebrochenen think Bein zu schaukeln Calvin ist nicht die beste Idee. always wanted to fly. Die Szene kennst sogar du, wie cool. Das ist auch ziemlich cool. But that day, he finally made up his mind to do it. Oh, schön. Das ist I sogar told him going für around mich was gruselig und ich impossible. sitze nicht auf der Schaukel. Maybe if I hadn't said that, Äh, or maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. Das ist ein bisschen eklig, He'd oder? already made up his mind. Will er That's what springen I oder wanna remember about my brother. will er Überschlag machen? Oh Gott. Alle Bahnhofs übrigens. Oh ja, jetzt hat er einen Überschlag geschafft. Oh, ich darf The nicht day he weggucken, made so up wird his mir mind schlecht. to fly. And he did. Ich schätze, der Wunsch kommt daher, dass er den Weltraum mag. Dass er dass er fliegen wollte. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Gut, dass du es nicht gemacht hast, Edith. Scheint keine gute Idee zu sein. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Oh. Das heißt, der hat die ganze Zeit neben dem Rest vom Zimmer seines Bruders gelebt? Oh Gott. Guckt mal, hier hören die Striche einfach auf. Das ist nicht so schön irgendwie. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Nachvollziehbar. Krass genug, dass er so lange da drin war, wenn sein Bruder mit 8 gestorben ist. Oder, nee, ein bisschen älter, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich da nicht mehr, wäre ich nicht in dem Zimmer geblieben. Ich schwöre, die Urgroßmutter ist verrückt. Verrückt kreativ. Weiterkrabbeln, auf geht's. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Sie erwähnt den Bauch, die ist definitiv schwanger. Aber hier will ich ja nicht raus, glaube ich. Ich glaube, ich will weiter, oder? Milton! Again! Oh, ein BH, hallo. Rosa, wunderschön. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Oh! Oh, Barbara war ein Child-Star, huh? Es hat sogar eine eigene Puppe, wie cool. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Danach? Weil sie dann kein Star mehr war, oder aus welchem Grund? Creepy. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch.
Barbara was famous for her scream. Now Nicht at schlecht. 16, she was all washed up. A has-been. Oh. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Ist das so? Unfortunately, her scream hadn't aged well. Oh nein. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate. Rick ist mir jetzt schon suspekt. Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, Oh. I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. Sven hat das gebaut? Secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, Ah. babe. I'll be back in Das a ist der sec. Kellerschlüssel. 20 minutes later, Rick hadn't returned. Rick ist schon tot, Barbara ha? went to look for him, right on cue. She reached for the music box, Oh, muss ich machen? and as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Oh Gott. She found Rick's crutch and imagined the worst. Da ist auch Blut, also kann ich nachvollziehen. Ist es Blut oder ist es Farbe? Oh, The gang's leader kann is mit dem the Ding hauen. Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Und jetzt? Ah, nein. The old fridge rattled and grew still. Oh dear. Verdient man, das macht man doch nicht. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out. Hätte ich auch gemacht. A little something Was für ein Penner. to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Late Picture Show. Hours later, Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay. Er kann den Kinderschrei auch gut, wie es aussieht. But this is a trick. You're dead, Walter. Treppe. Gut, dass ich meine Krücke noch habe. Ich mag die Musik nicht. Von wem war die? Oh, hallo Reuschu. Ist das die Freddy-Musik? Stimmt. Nee, hier muss ich scheinbar nicht hin. Walter. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors. Natürlich hat er eine Hakenhand. Was Any sonst, ne? suspicious activity. Barbara turned, saw the hookman, and was speechless.
He was quite smashing. Gute Entscheidung. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Man kommt ja nur hier She raus. thought Das about heißt, abandoning Walter, but just couldn't do it. hier lang? Nee, wo muss ich denn lang? Hier lang? Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grown. Klatsch dem eine mit der Krücke. Los, geh hin. Gib ihm. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Geh hin, gib ihm noch eine. Los. Oh, du kannst auch noch langsamer laufen. Was denkst du denn? Der bleibt doch da nicht liegen. Hab ich gewusst, ey. Weil du gekrochen bist, die Treppe runter. She listened for his breathing, but all she heard was... Was ist das denn? Ah, Mädchen, wenn du mal einfach schneller gelaufen wärst, hättest du den umboxen können, ey. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh, shit. Oh dear. Mhm. Ah, Had come to surprise her. From Barbara, it was a dream come true. das ist süß. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. What? And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. Ich habe jetzt irgendwie mit einem Happy End gerechnet, aber ich weiß auch nicht warum. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Aber nach allem, was wir von Edie wissen, passt das. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. War eine gute Idee. All pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Ugh. Now that's what I call a real eerie tale. Oh Gott, der Pan am Ende musste sein, ha? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. I don't know. Die Arme. So. Geht's hier weiter? Ah. Ich bin sehr erstaunt darüber, I dass guess die now überall I know why Mom durchpasst. didn't like me playing with the music box. Abgesehen davon, dass sie super gruselig ist. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Aber wir wissen jetzt genug über Barbara, denke ich. Und dass die Treppe runterschleichen liegt scheinbar in der Familie. So, ich muss weiter drehen. Drehen. Da ist er.
Keller sind immer toll. Wir lieben Keller. Jeder liebt Keller, oder? Keller sind großartig. Oh, das ist wie bei uns, wenn man in den Keller runterkommt. Wir haben auch einen Billardtisch im Keller. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Das macht schon eine Tetanusspritze. Tut doch nicht weh. Das Kabel da macht mir mehr Sorgen als das alles, was man hier anfassen könnte. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. Hoffentlich keine Familie. It turned out she was hiding a lot more than that. Uff. Okay. Ja gut. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Ich meine, als wäre ein Keller nicht schon komisch genug gewesen, aber... She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Hat Walter hier gelebt? Tatsache. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just Der war so lange da unten. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Ich frage mich, ob er mal was anderes außer Versichern hatte. Es ist It's kein been a week nices now, Leben, oder? the longest in 30 years. I'm done waiting. Nachvollziehbar. I have to leave. Well, I still can. Ja, würde ich auch machen. Ich meine, was ist das für ein Leben hier unten? Welches Jahr ist 2005? Da ist Edith sogar schon da. Auch krass, alle leben da oben ihr Leben happy weiter und er wohnt im Keller, oder was? Ich meine, er hat jeden Tag um 12 gegessen, Paul. So wie sich das gehört. I know it's out there, somewhere. Ich frage mich, vor was er Angst hat. Whatever killed Barbara Oh. and Molly. Er denkt, es ist ein Calvin. Monster? Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Verstehe ich. Ich könnte keine 30 Jahre das gleiche machen. Vielleicht, weil Internet im Keller wäre, aber ohne? Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it.
especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Der arme Kerl. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Ja, ne? Das ist auch mein Gedanke. I'm sure my mom was trying to protect me. Das ist schon ganz schön sad. Ich meine, immerhin konnte er noch mal nach draußen gucken, Jesse. Kann ich da nicht runtergehen? Soll ich da nicht runtergehen? Ah, okay. Manchmal macht sich, was ich will. Bitte werd nicht vom Zug Maybe she überfahren. was afraid I'd end up like Walter. Dein Ernst? Du sollst da runtergehen. Mach mich nicht alle. Jetzt. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. Wenn jetzt ein Zug kommt, ne? Da gehe ich. But now I'm worried the stories themselves might Aber be wir haben a noch nicht alles problem. gesehen. Kann nicht passieren. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. Vermutlich. Der Track Record ist nicht so gut. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Ist das alte Haus da hinten? Ja, ne? Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Dieses Haus, And ey. when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it.
What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Oh je. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Oh je. Das sind viele Haustiere. Wo ist Molly? Wo ist Molly? Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Warte. Da ist Molly. Oh, aber das ist die andere Molly. Calvin, Sven, Edie, Warte. Barbara. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Wie viel? Ein paar fehlen uns noch, okay. She could see it poking out of the water at low tide. Oh, da unten muss ich bestimmt durch das Dings gucken. Edie said she dreamed about the old house every night. Dass also von so viel noch übrig ist ein bisschen eigenartig. Ich meine, wann ist das Haus abgesoffen? 1900 irgendwas? Am Anfang? Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Sam? Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Sam war ihr Vater und Gabriel das waren ihre Brüder. Okay. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Louis. Sanjay. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Nachvollziehbar. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. Gibt's meine Mom noch? Nein. For me to come back someday and find everything out for myself. Vermutlich ist das das Problem. Ja gut, sie hat ja auch gesagt, es ist nur noch sie und eventuell noch jemand übrig, also kann die Mutter nicht mehr lieben. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Ich liebe diesen, dass das alles so oll ist. Das hat so einen alten Charme. Das ist so cool. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Oh, er ist Armee gegangen, ja. Okay. Wer ist Kay? Ah, da ist Kay.
Oh, hier ist kein Dach. Ne? Dafür sieht sie aber noch gut aus. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to Yeah. shoot anything? It's a hunting trip, perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Nett. Aw. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Was muss ich noch fotografieren? Definitely should not have drunk all that coffee. Oh. Hold still, us. Hey! That's a keeper. Fies. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? To tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dad! Good eyes, Don. Cool. Before you take the shot, let me get a picture of it. Dad, I... Just breathe. Okay, das ist weniger cool. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. Great shot, Don! Oh. Bin kein Fan. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Fühle ich. Mir würde es auch so gehen. Ah, okay, ich kann mit hingehen. Sorry, Don, just gotta reset the timer. Run! Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Oh. Upsi. Ja, ich habe aus Versehen ziemlich schnell That's the gedrückt. one I wish most that my mom had told me. Oh je. Ich meine, das Vieh hat sich gerächt. Ich finde, das kann man dem Tier nicht verübeln. Upsala, das wollte ich nicht. Du sollst da rein. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Oh je, Baby. Oh, das ist die erste Frau. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think
he saw things the rest of us don't. Was soll ich machen? Okay. That time's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hast du das einjährige Kind allein in der Badewanne gelassen? Ist das dein Ernst? Sam, I told you I don't want to talk right now. Ooh, Duckies! Yeah, das ist voll schwer. Noch ein Ducky. Yes. Ja, es ist nicht so einfach rauszukriegen, was man hier tun soll in der Badewanne. Ups, ja. Ja, jetzt soll ich die Wasserhand treffen. Oh, ja. Das mag ich nicht. There's so much I don't understand. About Gregory. About everything. Versuchen wir mal den Stärpsel rauszuziehen, ha? Wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Okay, das war also der Scheidungsgrund. Also merken wir uns, man lässt Kinder nicht allein in der Badewanne. Es scheint offensichtlich. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Das ist cool.
come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Nicht so einfach zu steuern, aber macht Spaß. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I know. Ah, okay. Er mochte die Stepmom offensichtlich nicht. Da sind Sachen. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. Gus ist nicht so überzeugt von seiner Stiefmutter. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Ah je, Gus. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. Oh je, damit vergessen. Ah, es ist nicht so schön. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Seine Iro ist ziemlich cool. Do your worst. Trick or treat, smell my feet. Okay. Cooler Typ. Greg, be a baby. Ich schätze, das hat Greg ganz gut gekonnt. Okay. Hier gab es zur Abwechslung mal eine Menge zu lesen. Und eine sehr coole Wand. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Ich finde das krass, dass die so nah an den Zimmern von ihren verstorbenen Geschwistern leben. Ich meine, der Zwilling war noch krasser. Aber uff. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Nachvollziehbar. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ah, cool. Der ist also Sanjay. Lewis was born a year later. Und sie waren ziemlich schnell, wie es aussieht. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back.
and to see kids in the house again. Deswegen war Edie allein auf der The house Insel. had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. Fact or Fiction. Hier waren bestimmt die Mäuse drin, um die sie sich nicht gekümmert hat. But it didn't last. Hier oben ist sogar noch Strom. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Ein Schloss. Das ist ein ziemlich cooler I Raum. think Edie was happy to finally have another painter in the family. Wie alt ist Milton geworden? Ist er nur 10 geworden? 11. Für einen 11-Jährigen nicht schlecht. Mag vielleicht auch so 10-Jährigen. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Ups. Ah ja. Das ist das längste Daumenkino des Universums. Ich schätze, er ist einfach durch eine Tür gegangen und war dann weg. I was 4 when Milton disappeared. Als wären die anderen nicht komisch genug gewesen, ist das hier nochmal anders speziell, glaube ich. Ist immer noch ziemlich cooler Raum so. Komme ich hier wieder runter? Ah ja. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Ich weiß nicht, ob das die Mom beste Gegend ist, um definitely Kinder blamed großzuziehen. Edie, but I think Louis blamed himself. Louis? Warum Louis? After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Warum sollte das seine Schuld sein? Immer noch nicht der beste Ort, um Kinder großzuziehen, finde ich, aber whatever. Who am I to judge? Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Ich ahne, nach was es riecht, wenn ich das Poster hier sehe. Dear Mrs. Finch,
As Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Oh, okay. Oh, daran erinnere ich He mich. kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Yes? wander. Oh, okay. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. Es ist ziemlich schwierig, beides gleichzeitig zu machen. Ich habe eine Ahnung, wo das hier hingeht. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Da kann ich nicht lang. Okay. Oh, shit. Ich darf die Filme nicht vergessen. And things that have not names. Uff. Das ist auch ganz schön creepy. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Oh, jetzt wird es sogar noch 3D. I Toll. wondered about him. Als wäre es nicht schwer genug. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Ich kann gerade nicht so viel reden. Ich hoffe, es ist On the nicht edge schlimm, of the aber city, das ist named ziemlich Lewis anstrengend. Turpin. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Und das ohne die Drogen? He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. Okay. He held an election for mayor. And he won. Natürlich, es ist ja in unserem Kopf. Wäre schlimm, wenn er They verloren begged him hätte. to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Holy shit. He'd conquer a city, then immediately push on. New Lewisville. St. Louis.
Vietnam war nicht so kreativ, wa? Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a beautiful prince. Ich habe das übrigens nicht ausgewählt. Ich habe nicht mal gelesen, was da stand. Aber das ist okay. The prince was on his own quest for... Wir wollen keine finsteren Schlangen. Wir wollen Regenbögen, bitte. Dankeschön. Radiant rainbows. Yay! Upsa. Naja. He followed the sound of his... Harfe. silver harp. Oh. Ups. Musik könnte cooler sein, wenn ich nicht so kacke wäre, glaube ich. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Ach du Scheiße, jetzt sehe ich nicht mehr, wo der Fisch kommt. He knew the world was all in his imagination. Holy shit! But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. We began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Nachvollziehbar. Die Königsgeschichte ist deutlich cooler. He began to despise the man with a royal contempt. Oh no. Oh je. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions.
meine, das ist eine coole Party. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. Aber ich habe den Eindruck... Oh, hi Molly. Ich wette, Molly fand in der Fischfabrik auch gut. His prince waited, holding his crown. Oh je. There was only one thing left to do. Ich weiß genau, was er jetzt macht. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe eine Ahnung. Ja. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Yep. My brother was really cool. I wish you could have met him. He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. Nachvollziehbar. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Oh, wir gehen in mein Zimmer. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? Sie hört hier nicht mehr The zu. grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom set up the library, I don't think she knew about the other entrance, or that Edie had a key to it. Also war sie doch schon mal in der The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay?
das die Lösung? Ich weiß ja nicht. Oh, hier ist was. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Oh. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. Ups, vielleicht sollte ich nicht von Stein laufen. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Der kam jetzt ganz schön plötzlich. I got turned around. For a while, I wandered. Ich weiß gerade nicht. Habe ich einen Kreislauf? Okay. I started seeing things. Oh, hi. Das war das hier, das Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain. Das Haus but sieht that I need definitiv you zu to try. ganz aus. Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. Wo ist sie hingegangen? After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Oh yeah. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. Ist ja überhaupt nicht If crazy we oder lived so. forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes.
can appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Vielleicht sollte man nicht in dieses Haus gehen. Ja, Birth Time. Mhm. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass ich länger brauche, um dieses Spiel zu spielen, aber gut, ist auch okay. Ich hatte es auch länger in Erinnerung, aber es ergibt Sinn. Ja, mir war auch nicht klar, dass es so kurz war. Muss ich mir für nächste Woche was anderes überlegen. Aber ich mag das Spiel immer noch. Auch wenn ich viel vergessen hatte, aber ich finde das Storytelling immer noch richtig, richtig cool. Und es ist auch immer noch hübsch, muss ich sagen. Dafür, dass es schon 5 Jahre alt ist, mindestens. Nicht schlecht. Hat sich gut gehalten. Kann aber gerade nicht sagen, welche Story ich am verrücktesten finde. Das in der Fischfabrik ist immer noch ziemlich eindrucksvoll. Vermutlich ist das der Grund dafür, dass ich mich daran noch so gut erinnern konnte. Und der Dude unter dem Haus ist auch sehr eindrucksvoll. Und es ist ungewohnt für mich, mal kein Funny Game zu spielen. Sonst spiele ich immer Funny Games. Oder creepy. Auf jeden Fall werde ich keinen Pfirsich aus der Dose essen. Nie wieder. Ne. Und auch keine Fischdosen. So viele Playtester.
5 Jahre haben die daran gearbeitet. Krass. Ja. Ich glaube, das war dann mein Stream. Das ging überraschend schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es in einer Woche erledige. Ich hoffe, ihr fandet das Spiel auch so cool wie ich. Oder zumindest ein bisschen. Und ja, ich denke, dann verkrümel ich mich an der Stelle. Mal gucken, was ich nächste Woche streame. Da muss ich mir was überlegen. Vielleicht hat ja jemand einen coolen Vorschlag für mich in der Zeit. Dann Dankeschön, dass ihr da wart. Ciao.